Leute, wie ihr sehen könnt, wir sind heute mal wieder unterwegs und ja, wir stehen jetzt hier vom Riesenbunker und ja, das ist die Maginot-Linie und ja, es ist auf jeden Fall unterirdisch einiges jetzt zu sehen und abzulaufen und das werden wir jetzt in Angriff nehmen und ich hoffe, wir kommen auch heil wieder raus, aber wird schon alles funktionieren. Bis gleich. Ja, es ist jetzt hier im Prinzip so ein Infanteriewerk, wo praktisch gleichzeitig der Eingang ist in das unterirdische System der Maginot-Linie. Und ja, das ist dann halt auch damals der Eingang gewesen für die Soldaten, um in das System zu kommen. Und hier wird dann gleich am Anfang höchstwahrscheinlich diese kleine, ja, ist wie so eine Art Bahnstrecke für so eine kleine Transportbahn, die unterirdisch verlief, sehen und halt auch Fahrstühle um halt und Treppenhäuser, um halt die einzelnen Ebenen zu erreichen und halt auch um Munition halt von A nach B zu transportieren. Ja, wir gucken jetzt, gehen gleich rein und lassen uns einfach mal überraschen. So, wir sind jetzt praktisch hier durch die erste Schleuse gegangen. Hier sieht man auch schon den Schriftzug Fermalaporte. Also irgendwas mit wahrscheinlich Schließen der Tür. Würde ich jetzt mal frei übersetzen. Porte ist die Tür, so eine riesige Stahltür. Und hier haben wir schon so einen Aufzugsschacht. Hier fehlt der Aufzug komplett. Und hier ist richtig brutal. Also hier geht es 30 Meter locker runter. Ich guck mal eben ruhig. Ja, jetzt kann man hier das Ende sehen. Ich habe jetzt mal die andere Taschenlampe benutzt. Ja, 30 Meter wird wahrscheinlich gut hinkommen. Eieiei. Und man hat irgendwie das Gefühl, man fällt kopfüber. Also man kippt hier praktisch nach vorn. Boah, also hier ist der Fahrstuhl komplett raus. Oder der hängt hier oben noch drin. Nee, wahrscheinlich nicht. Eieiei. Ja, also das ist im Prinzip jetzt hier so eine Glocke oben mit den Schießscharten. Wird wahrscheinlich eine MG oder sowas gewesen sein. Das ist hier so ein Aufzugsmechanismus, wo man wieder die Munition hochgebracht hat. Derjenige selber wahrscheinlich konnte hier auch hochtransportiert werden oder er hat halt hier die Leiter genommen, je nachdem. Und ja, dann gibt es hier praktisch ja, so ein Rohr. Das war noch übrigens eine kleine Klappe dran. Vermutlich um dann die Hülsen nach dem Abschießen von der Munition hier wieder nach unten fallen gelassen hat. Und dann konnte hier wahrscheinlich einer das Zeug dann wieder rausnehmen. So, und dadurch, dass der Fahrstuhl halt nicht mehr funktioniert, können wir hier nur das Treppenhaus nehmen. So, jetzt sind wir unten angekommen. Und hier ist allerlei Gerümpel. Hier sind Heizungen irgendwie drin. Und ein alter Tank. Oh, jetzt, hier ist der Rest von dem Fahrstuhl zusammengebrochen. Ja, jetzt kommen wir hier in diesen Versorgungsraum, wo höchstwahrscheinlich einige Dieselaggregate standen. Boah, hier sind schon einige Maschinen. Krass. Boah, auch hier ist echt extrem. Ja, das wird alles für die Stromerzeugung. Die Aggregate sind hier alle verbaut gewesen. Hier ist auch nochmal so eine
Ja, so ein Wartungsbereich, wo hier wahrscheinlich einer gesessen hat. Ja, gehe ich jetzt mal hier lang. Ja, hier sieht man schon an den Seiten Öltanks höchstwahrscheinlich. 1500 Liter pro Tank. Hier sieht man jetzt ein riesiges Dieselaggregat. Das ist ja richtig krass. Hier noch so ein Montagetisch. Hier unten ist alles gefliest. Die Elektrik an den Seiten. Boah, das ist ja ein Riesending hier. Muss immer nur testen, wo ich mich drauf stelle. Da liegt wirklich sehr viel rum. Also hier ist jetzt im Gegensatz zu den Anlagen in Italien natürlich richtig viel verbaut, weil das ja auch im Einsatz gewesen ist. Boah, wie so ein Schiffsmotor. Oh, für die U-Boote oder sowas. Richtig krass. Das ist mal ein richtig krasses Aggregat. Hier die Trittflächen noch, um da hier entsprechend das Ding zu warten. Auch hier die einzelnen Kolben da unten noch zu sehen. Also das ist wirklich gewaltig. So viel Technik. Also ich habe jetzt schon 3 von diesen großen Aggregaten hier gezählt. Sehr, sehr krass. Ja, und das, Leute, müssen die Frischwassertanks gewesen sein. Schon die Farbe dafür ist ein Indiz. Ja, riesige Frischwassertanks. Hier, also keine Ahnung, wie viel Liter hier reinpassen, ey. Das ist richtig viel. Warte. Da gucke ich jetzt noch eben. Kubik. Jetzt laufe ich mal hier an der Seite her. Hier alleine sind schon 3 riesige Tanks. Kann ich einmal wahrscheinlich ringsrum laufen, ja. Die stehen hier nur auf so Betonpfeilern. Ja. Und hier kommen wir auf einmal in eine Kammer mit einem riesigen roten Tank. Das wird höchstwahrscheinlich dann Diesel oder Öl gewesen sein. Wobei es riecht eigentlich ziemlich neutral. Wir sind jetzt hier einmal abgebogen, parallel zu den
Tunnel, den wir jetzt hier die ganze Zeit laufen. Jetzt haben wir hier scheinbar wie so eine Art Waschküche. Hier hat man nur solche Tröge, wo Wasser drin sind, immer die Abläufe. Und dann wird das Wasser hier gesammelt und fließt hier direkt wieder ab. Also vermutlich irgendwie eine Waschküche oder irgendwas in der Richtung, dass hier was gereinigt wurde. Diese Räumlichkeit weist irgendwie darauf hin, dass das mal die Küche gewesen ist. Man hat jetzt hier einen Fliesenspiegel an der Wand. Hier standen dann die Geräte, Kochplatten, Herdplatten oder sowas in der Art. Hier auch noch richtig schön gefliest. Ja, und dann hat man hier auf der Seite wie so eine Art Essensausgabe. Praktisch die Soldaten hier draußen in dem Tunnel sich wahrscheinlich anstellen konnten und dann das Essen empfangen. Also so würde ich das vermuten, weil hier oben hat man ja auch nochmal vielleicht waren hier auch so Dunstabzugshauben dran. Und diese Aufhängung hier, konnte das ja wunderschön da raus. Und hier hat man ja auch so, keine Ahnung, Gitter, wo irgendwelche Rückstände abfließen konnten vom Kochen. Das ist ja halt im Prinzip der Kasernenbereich, ne? Hier haben die sich alle aufgehalten. Hier gab es dann hier wahrscheinlich einzelne Zimmer, einzelne Räume. Das ist irgendwann mal ein Durchbruch gewesen. Ach, hier haben sich welche mal hingesetzt. Hier sind jetzt die restlichen Toiletten, also die richtigen Toiletten. Hier konnte man sich dann auch nur hinhocken und das dann laufen lassen. Und da an der Seite war praktisch der Hebel, um das Loch wieder zu schließen bzw. zu öffnen. So. Und hier steht wahrscheinlich übersetzt, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich immer das Papier nachfüllen. Das ist hier wahrscheinlich die Grube, wo das dann überall abgelaufen ist. Eieieiei. Ja, konnte im Prinzip jeder hier bei jedem über die Mauer gucken. Eieieiei. Ja, hier haben wir jetzt mal so einen Aufenthaltsraum mit diversen Motiven, sage ich jetzt mal. Und hier noch ein richtig schönes Wandgemälde. So, hier haben wir jetzt den Bereich, was wir die ganze Zeit erzählt haben. Hier zweigt sich das ab. Hier kommen wir praktisch jetzt zu dem zweiten Werk und von der Seite sind wir jetzt praktisch gekommen. Halt nur parallel dazu durch die Kaserne, die hier unterirdisch angelegt wurde. Na? Und ja, hier geht es jetzt raus und jetzt sind wir in dem Hauptstollen. Sieht es auch hier unten, sich die Weichen hier, dass das abzweigt. Ja. Hier zweigt sich das jetzt wieder ab. Das war, glaube ich, so ein Wartungsbereich für diese Bahn, die ja hier unterirdisch gefahren ist. Da sieht man noch die Verbindungsstücke zwischen den einzelnen Waggons. Und hier ist so eine Art Wartungsgrube,
wo der Mechaniker praktisch da unten reingehen konnte, wie man es jetzt in der Kfz-Werkstatt kennt, und dann von unten praktisch irgendwas dran schrauben konnte. Ja, gehen wir jetzt nach dieser Garage weiter. Jetzt haben wir praktisch den Abschnitt vor uns, was fast 2/3 ausmacht. Und im Prinzip einfach nur diesen, ich glaube es ist 1,2 oder 1,5 Kilometer, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr mit Sicherheit, Streckenlänge, der Haupttunnel. Und der führt jetzt praktisch zu den Kampfbereich, zu den einzelnen Blöcken, wo die Kampftürme und so weiter verbaut sind, mit den Maschinengewehren und Paks, also Panzerabwehrkanonen, Mörser zum Teil auch, allerlei Kriegsgerät, was da verbaut wurde. Und hier merkt man auch schon, dass es hier schon mal ein bisschen frostiger wird. Wirklich sehr, sehr interessant, die Anlage. Ja, jetzt stehen wir hier wieder so ein Zwischenportal, auch wieder so eine riesige Schleuse. Hier oben ist, was ist das denn? Keine Ahnung. Da oben sind abgeschlagene Isolatoren dran. Ja, das konnte hier wahrscheinlich nur mit Strom irgendwie geöffnet werden. Ja, wobei das nicht so eine massive Tür ist. Ja, jetzt laufen wir erstmal hier ein Stückchen. Jetzt hat sich dieser Bereich erstmal etwas verbreitert. Hier sind 2 Gleise nebeneinander. Hier hat man wahrscheinlich dann auch irgendwie was ausgetauscht von A nach B. Vielleicht ist ja ein Zug immer nur, also eine Bahn immer nur von vorne gekommen bis zur Mitte der Anlage und dann wieder zurückgefahren. War vielleicht effektiver, statt immer komplett durchzufahren. Könnte ich mir vorstellen, dass das so gewesen ist. Ja, hier haben wir jetzt irgendwie ein Magazin für, keine Ahnung. Dafür reicht das Französisch, die paar Brocken nicht. Hier sind irgendwelche, Drahtgebündel, die man wahrscheinlich benutzt hat, um irgendwie die Rohre zum Teil zu befestigen, oder? Das sieht mir aber jetzt aus, als ob das hier irgendwie für diese Bahn ist. Stahlseile. Gucken wir mal. Also wir haben vielleicht jetzt so die Hälfte in dem Tunnel zurückgelegt, würde ich mal einschätzen. Haben also noch ein Stückchen vor uns. So, wir sind höchstwahrscheinlich jetzt an der Abzweigung für den ersten Block, also die erste Geschützstellung, den ersten Turm. Am Ende von dem Gang müsste jetzt ein Treppenhaus kommen, wo ihr dann zu der Kuppel, zu der ganzen Mechanik, die diesen Turm praktisch bedient hat. Ja, und den gucken wir uns jetzt gleich mal an. Jetzt geht's aufwärts. Da kommen wir mal den ersten vor. Sind wir hier hoch im ersten Turm, das erste Treppenhaus, und landen jetzt hier. Das ist nur so ein Wartungsbereich scheinbar. Toiletten, hier ist auch irgendwie. Hier können wir jetzt. Das ist so ein Turm, genau. Der kann jetzt hier praktisch hoch und runter gekurbelt werden. Ja, da oben sieht man es so ein bisschen. Ja, sieht man, ne? Ja, klar, Moment. Ja,
Das ist wieder so eine Panzerglocke. Jetzt sind wir hier in dem Block 5 und da gibt es jetzt hier im Treppenhaus praktisch so eine extra Stahltür und da sieht man ganz schön, da gibt es eine Rutsche. Ich weiß nicht, ob ihr es da hinten erkennen könnt. Hier wurde von oben dann, von dem Geschützturm, die Hülsen hier praktisch über diese Rutsche nach unten geführt und dann unten aufbewahrt, da eingelagert. Ja, hier gibt es wieder so einen Versorgungsaufzug. Da müssen wir jetzt ganz bis nach oben. Ja. Und jetzt sind wir praktisch, bin ich schon richtig außer Atem, in so einem Zwischenetage. Und da sieht man jetzt hier schon das Konstrukt von dem Turm. Hier oben scheint eine Plattform zu sein mit Holz. Und hier ist jetzt praktisch die ganze Hydraulik, Mechanik für diesen Turm. Hier ist nochmal die Plattform, wo praktisch die Soldaten das hier bedient haben. Ja, und hier unten ist, sieht man halt im Prinzip, man kann jetzt hier irgendwie die Neigung verändern. Ja, das wird, so wie es aussieht, ist es auch ziemlich leichtgängig gewesen, weil man praktisch nur irgendwie die Gewichte verlagert hat. Ja, und konnte dann hier oben diesen Turm praktisch bewegen. Da oben sieht das ja halt, wie gesagt, aus wie so ein UFO. Und dann konnte der hoch und runtergefahren werden. Aber das ist schon krass. Und vor allen Dingen jetzt können wir mal sehen, wie groß das Ganze hier auch ist. Das ist wirklich gewaltig. Ja, jetzt sind wir in dem oberen Abschnitt, praktisch in dem Kopf von dem Turm. Hier unten ist eine Holzplattform, da kann man nicht so weit drauf gehen, weil auch schon alles vom Gewicht her drauf liegt. Und ja, das ist das ganze System von diesem Turm. Oben sieht er im Prinzip aus wie so ein UFO und kann dann hier jetzt hoch und runter gefahren werden. Ob ich hier ein bisschen an der Seite hergehen kann. Hier liegt ein Haufen Zeug. Ja, und hier oben an diesem Maschinensystem, was hier an der Decke ist im Prinzip die Munition dann, die Munitionskisten angesteckt wurden, irgendwie über den Fahrstuhl wahrscheinlich, dann hier hoch und konnten halt bis dahin. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wo das jetzt hier eingeführt wurde. Ich denke mal, diese Apparatur, also die Kanone an sich, die wird ja hier oben auf diesen Sockel gestanden haben. Das haben sie natürlich abmontiert. Jetzt sind wir jetzt noch praktisch durch das letzte Stück
Zu Block 1, 2 und 3 müsste das jetzt sein. Dort ist so eine riesige Drucktür gekommen. Und jetzt können wir uns entscheiden, wo wir hergehen. Ja, da habe ich mich doch vertan. Ich dachte erst, weil hier kein Fahrstuhl ist, kann das nur ein kleiner Turm sein, aber es ist ein großer. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Ja, ich glaube, da oben sieht man noch mal ein bisschen mehr. Ja. Mal gucken, ob wir hier irgendwie hochkommen. Hier ist schon eine Leiter, aber schwierig. Ich versuche jetzt mal ein bisschen die Leiter zumindest hier hoch zu gehen. Dass man das nochmal von oben sehen kann. Aber oben stehen kann man leider nicht. So. Ja. Da habt ihr nochmal die Apparatur. Da kann man scheinbar noch mal ein bisschen höher gehen da oben. Aber das ist ja alles so feuchtes Holz, da ist nichts mehr zu machen. Deshalb stelle ich mich da jetzt nicht drauf. Ja, aber krass. Es ist im Prinzip wieder so ein komisches UFO da oben, was man dann hochfahren kann. Also als Überraschungseffekt, ne? Man sieht es wahrscheinlich ja dann von oben ja nicht sofort. Und dann Überraschung. Also wir haben jetzt gerade nochmal eben geguckt. Da oben ist ja im Prinzip nochmal so eine Einbuchtung, nochmal so eine Luke, wo man jetzt hier an der Seite nochmal mit einer Leiter hoch kann. Und dann kommt man eigentlich erst in diesen Geschützbereich von dem Geschützturm. Und da oben wäre dann über diesen Teller hier mit der ganzen Mechanik, wäre dann eigentlich erst das Geschütz drin. Aber leider lässt das Plateau nicht zu. Ist ein bisschen. Müssen wir nicht übertreiben. So. Das ist der Blick nach unten. Hier sind wir wieder hoch. Jetzt kommen wir wieder runter. Runter ist angenehm. Okay. Ja, wir sind jetzt praktisch bis zur Spitze der Anlage jetzt gelaufen. Haben jetzt nochmal 2 kleine Kuppeln vorgefunden, wo wahrscheinlich nur Maschinengewehr oder sowas war. Ganz schmale Treppe hier hoch. Ja, und jetzt gehen wir wieder runter. Wir gehen dann jetzt langsam zurück. Ja, jetzt sind wir hier nochmal abgebogen und sind nochmal in einem Magazin gelandet. Und hier seht ihr jetzt im Prinzip ja, diese Kisten, wo die Granaten drin waren. Hier fein säuberlich einsortiert. Und dann hat man die hier oben rangehangen und konnte die hier vernünftig transportieren. Das ist praktisch jetzt halt so ein Magazin. Hier haben wir mal so eine Kiste. Ah, hier oben. Boah. Ja, und hier habt ihr jetzt mal so ein Paradebeispiel. Hier sind richtig viele Kisten. Dutzende Kisten stehen hier rum. Krass. Ja. Man sieht auch hier, dass das alles verschiedene Kaliber waren.
unterschiedliche Fächer. Da ist zum Beispiel so, da hat man sie irgendwie nur reingelegt. Hier waren sie komplett drin. Wie man das jetzt hier in so einem Weinregal kennt und immer wie beim Fahrstuhl mit so einer kleinen Tür, die man geschlossen hat mit so einem Gitter. Ja, hier kommen wir jetzt praktisch zum Ende. Den letzten Treppenaufgang, den wir heute noch steigen müssen. 2 Fahrstühle. Einer wahrscheinlich für Personen und der andere Aufzug wird wahrscheinlich für Material sein. Oder beide. Wir haben auch vorhin runtergeguckt, ganz zu Anfang. Und hier müssen wir jetzt leider gleich die Treppe hoch. Ja Leute, damit sind wir jetzt im Prinzip durch. Wir haben einen großen Teil oder einen Bereich von der Maginot-Linie erkundet. Das waren teilweise bestimmt 2 Kilometer, was wir jetzt hier erkundet haben. Verschiedene Blöcke, Türme. War mega interessant. Und wir haben diesen Eindrücken verabschieden wir uns mit diesem Video. Und schaut auch bei dem Kanal Team Urbexter vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!